Git ist das meistverbreiteste Versionskontrollsystem in der Softwareindustrie. Ich möchte dir heute schnell und effizient die wichtigsten Grundlagen von Git vermitteln und warum es gerade für dich als Berufseinsteiger oder Student so wichtig ist, die Grundlagen von Git zu beherrschen. Git ist ein sogenanntes verteiltes Versionskontrollsystem. Das bedeutet, jedes Mitglied im Team hat eine Kopie, die alle Änderungen an dem Source Code enthält. Dabei liegen die größten Vorteile von Git darin, dass jeder schnell einen Überblick über alle Änderungen im Code haben kann. Die Zusammenarbeit im Team wird um ein Vielfaches erleichtert und ich habe eine sehr einfache und effiziente Sicherung von meinem Projekt. In Git ist es unglaublich schwer, etwas unwiederbringlich und für immer zu löschen. Springen wir gleich weiter zu den wichtigsten Git-Befehlen, die jeder kennen sollte. Git init verwende ich, um ein neues Repository anzulegen. In diesem Repository liegt am Ende mein Source Code mit all seinen Änderungen. Git clone verwende ich, wenn ich ein bereits bestehendes Repository für mich kopieren möchte. Git add setze ich ein, um meine Änderungen zu markieren, die ich später abspeichern möchte. Git commit benutze ich, um meine Änderungen zu speichern und diese mit einem eindeutigen Hashcode, Zeitstempel und dazugehöriger Beschreibung zu dokumentieren. Einer der wichtigsten Aspekte in Git ist das Branching. Branching, das bedeutet, dass ich von dem Source Code abzweige, um meine Änderungen parallel zu der sogenannten Mainline weiterzuentwickeln. Mittels dem Kommando git branch kann ich mir so einen Branch jederzeit und einfach erstellen. Habe ich die Änderungen auf meinem Branch abgeschlossen, möchte ich diesen wieder zurück in die Mainline überführen. Diesen Prozess nennt man das Mergen. Beim Mergen eines Branches kann es hin und wieder zu sogenannten Merge-Konflikten kommen. Das ist nichts anderes, als dass jemand parallel zu deinen Änderungen zeitgleich auch Änderungen an der Mainline eingebracht hat, die nun mit deinen eigenen Änderungen kollidieren. Bevor du nun deine Änderungen wieder in die Mainline überführen kannst, musst du die Merge-Konflikte Schritt für Schritt bei dir beheben. Merge-Konflikte lassen sich leichter beheben oder sogar von vornherein vermeiden, indem du regelmäßig Commits von deinen Änderungen machst und regelmäßig neue Änderungen von der Mainline in deinen Branch mit einfließen lässt. Ein zentraler Punkt von Git sind die sogenannten Remote Repositories. Ein Remote Repository ist auch nichts weiter als eine weitere Kopie von allen Source Code Anteilen und dessen Änderungen. Ein Remote Repository stellt dabei in der Regel die gemeinsame Wahrheit dar, an der sich alle anderen Entwickler orientieren. Um Änderungen anderer Entwickler von diesem Remote Repository zu erhalten, verwendest du das Kommando git pull. Um nun deine lokalen Änderungen auf das Remote Repository zu bringen, verwendest du das Kommando git push. Generierte Dateien, die du nicht mit deinen Kollegen teilen möchtest, fügst du in einem sogenannten git-ignore-File hinzu. Alles, was in diesem git-ignore-File steht, wird nicht von Git betrachtet und wird völlig ignoriert für die Versionierung. Verwende unbedingt eine Versionierungskontrolle für deine Projekte. Projekte, die heutzutage ohne Versionskontrollsysteme wie Git durchgeführt werden, sind absolut unprofessionell und nicht mehr zeitgemäß. Absolutes Red Flag. Um dir die wichtigsten Git-Kommandos möglichst schnell einzutrichtern, empfehle ich dir bei deinem nächsten Tutorial oder Hobbyprojekt, erstell dir doch ein Git-Repository und experimentiere mal mit den Kommandos, die ich dir vorhin erklärt habe. Sobald du die Grundlagen von Git erst einmal beherrschst, bist du deutlich effizienter in deiner täglichen Arbeit und wirst schnell ein produktives Mitglied deines Entwicklerteams. Wenn du weitere Fragen zum Thema Git oder Versionskontrollsystem hast, schreib doch gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen, du hast etwas gelernt. In dem Fall freue ich mich gern über ein Like oder ein Abo und ich hoffe, wir sehen uns gleich im nächsten Video.